Na, ich bin Tobias, 41, geboren in Bramsche bei Osnabrück, wohne jetzt in Dresden und lebe mit meinen Kindern halt zusammen. Ja, ich habe nach der Realschule eine Lehre zum Flexodrucker gemacht, dann ganz normal Grundwehrdienst und bin dann als Wiedereinsteller zur Bundeswehr zurück. Damals zu den Gebirgsjägern und musste dann aufgrund vom Unfall wechseln und bin dann zu den Abbezisten dann gewechselt. Ja, also meine Hobbys sind zurzeit Wandern, da kann ich sehr gut abschalten, Angeln und Zeit im Garten verbringen. Naja, man muss unterscheiden. Also wenn ich alleine bin, gerne Rammstein und wenn die Kinder mit im Auto sind, dann wird halt gerne was anderes gehört. Jugendgerecht, naja. Ja, ich bin seit 2016 aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung in der Gruppe Sporttherapie. Na, ich bin Ende August 2012 aus dem Einsatz zurück und es ist gleich im ersten Monat nach Rückkehr meiner damaligen Freundin aufgefallen, dass sich halt gewisse Sachen verändert haben und hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 3 oder 4 Wochen Urlaub und bin danach dann in der Dienststelle zum Truppenarzt, habe mich dann gemeldet, ja, und habe dann mitgeteilt, dass ich denke, dass sich einiges verändert hat und ich um Hilfe gebeten habe. Na, es gibt 2 bestimmte Trigger, die für mich sehr, sehr schlimm sind. Das ist einmal Feuerwerk, da ist Silvester halt natürlich sehr, sehr schlimm, und Müllgeruch. Ja. Na, der Müll belastet mich deswegen, weil es halt im Einsatz passiert ist. Im Kosovo war es halt so, dass der Müll einfach auf die Straße geworfen wurde und im Sommer es einfach dann ekelhaft stinkt. Und ja, das ist halt der Grund, warum dieser Geruch sich so eingebrannt hat und leider ein Auslöser für Trigger ist. Es sind viele Freundschaften kaputt gegangen, Beziehungen innerhalb Familie schlechter geworden. Ganz gravierend natürlich, die Ehe ist zerbrochen. Ja. Leider mit wenig Verständnis. Ja, war kein Verständnis da. Ja, kann man sagen. Wie ich dir gesagt habe, ich bin ja damals zum Arzt gegangen und habe keine Hilfe bekommen. Ich habe um Hilfe gebeten oder gebettelt eigentlich. Ich habe ja wirklich gebettelt. Ich wurde ja mehrmals abgewiesen und mir wurden dann Schlaftabletten hingeworfen, so nach der Art, so jetzt hast du was zum Schlafen, lass mich in Ruhe. Und dann verfällt man halt in Alkohol, Suizidversuche kommen dazu und irgendwo musst du es rauslassen. Und dann war halt Sport dann auch so ein Mittel der Wahl. Und dann habe ich es halt wirklich da einfach übertrieben. Also ich habe zum Beispiel dann auch jeden Tag, ich bin kein Schwimmer, ich hasse eigentlich Schwimmen. Ich bin jeden Tag 2 Kilometer morgens geschwommen. Und wenn man das 2 Wochen macht, dann ist der Körper irgendwann platt. Wichtig ist auf jeden Fall für mich, dass ich meine Gefühle benenne, nicht runterschlucke, was ich immer gerne getan habe. Ja, mich auch meinen Ängsten stelle und aus dem Schneckenhaus rausgehe. Ja. Seit ich bei der Gruppe Sporttherapie bin, hat sich ganz gravierend geändert, dass ich jetzt mit Freude wieder Sport machen kann. Das war vorher halt nicht der Fall. Vorher diente für mich der Sport einfach nur, um quasi Frust und Aggression rauszulassen. Ich habe es einfach immer übertrieben, exzessiv Sport getrieben. Und das hat sich dann nach 1, 2 Wochen einfach gerecht, weil der Körper dann einfach platt war. Jetzt kann ich den Sport dosiert durchführen und habe da einfach auch Spaß dran. Ja, also ich habe sportliche Fortschritte gemacht. Ich bin natürlich noch nicht da, wo ich gerne sein möchte. Ich bin aber wesentlich weiter gekommen, zu Beginn vom Anfang. Aber es ist halt ein langer Weg. Es ist für mich auf jeden Fall eine sehr hohe Auszeichnung. Es ist eine Belohnung für meine Therapie, für meine Arbeit, die ich in den Jahren reingesteckt habe. Und ich bin da sehr dankbar, dass die Gruppe Sporttherapie das auch anerkennt und damit belohnt. Tischtennis, Rudern, die 1 und 4 Minuten, Kugelstoßen und Bogenschießen. Dass gewisse Einschränkungen vielleicht nicht mehr so einschränkend sind, wie sie heute sind. Dass ich gerade
in Bezug auf meine Kinder mehr Freude haben kann, denen mehr Sachen ermöglichen kann, die heute einfach nicht möglich sind. Ich weiß es nicht. Was heißt überwinden? Ich denke, dass ich irgendwann so weit bin, um damit leben zu können. Dass es mich nicht mehr so einschränken wird, wie es heute ist. Dass es mich nicht mehr so außer Bahn wirft, wenn bestimmte Sachen passieren.